Marktplatz, leer, nur das Knarren eines hölzernen Schildes im Wind. Die Pflastersteine glänzen feucht vom Regen des Tages. Fackeln flackern in der Ferne, werfen lange, zuckende Schatten. So beginnt das Bild, das wir uns heute malen. Nicht die romantische Vorstellung vom Mittelalter, die wir aus Filmen kennen. Keine Ritter in glänzender Rüstung, keine Feste in bunten Hallen, sondern der Alltag der Angst. Die Stunde, in der Recht gesprochen wurde. Oder etwas, das man damals Recht nannte. Das Mittelalter war nicht nur Dunkelheit, nicht nur Blut, es war auch Ordnung, Gemeinschaft, Glaube, aber die Ordnung musste geschützt werden. Und wenn ein Mensch aus der Reihe trat, wenn er die Regeln brach, dann schlug das Gesetz zu, hart, sichtbar, unwiderruflich. Stell dir vor, du bist ein Bauer, deine Hände voller Schwielen, dein Rücken krumm vom Pflug. Du kommst auf den Markt, um Getreide zu verkaufen, und plötzlich siehst du, wie Männer einen Pfahl errichten. Eisen klirrt, die Menge sammelt sich, du weißt, was das bedeutet. Heute wird jemand Recht erfahren. Aber was hieß Recht in jener Zeit? War es Schutz oder nur eine Maske der Macht? Denn ein Urteil konnte schnell fallen. Ein falsches Wort gegen einen Stadtrat, ein Stück Brot gestohlen. Oder nur der Verdacht, jemand sei anders. Das genügte, um aus einem Nachbarn einen Feind zu machen. Heute zahlen wir Strafe. Wir haben Anwälte, Berufung, Presse. Damals hattest du nur Hoffnung. Bindestrich. Hoffnung, dass niemand dich ansieht. Hoffnung, dass du nicht der Nächste bist. Die Strafen waren nicht nur dazu da, den Einzelnen zu brechen. Sie waren ein Schauspiel. Ein Theater für die Menge. Ein warnendes Beispiel. Eine Botschaft, geschrieben auf Körpern, damit alle verstanden, so geschieht es denen, die gegen uns stehen. Und genau darin lag ihre Macht. Die Menschen des Mittelalters lebten in kleinen Gemeinschaften. Jeder kannte jeden. Wenn einer öffentlich bestraft wurde, war das nicht anonym, es war persönlich. Es war ein Spiegel für die Nachbarn, für die Familie, für die Kinder. Das machte die Strafe stärker als jedes Gefängnis. Es war eine Welt ohne Kameras, ohne Archive. Die Erinnerung der Menschen war das einzige Protokoll. Und so lebten die Strafen fort. Als Geschichten, als Warnungen, als Legenden. Manche so grausam, dass wir heute kaum glauben, dass sie real waren. Doch sie waren real, so real wie das Knarren des Holzes. So real wie der Schrei, der durch die Nacht hallte. Und so real wie das Schweigen, das danach blieb. Wir werden durch 10 dieser Strafen gehen. 10 Kapitel einer Geschichte, die zeigt, wie dünn die Grenze zwischen Ordnung und Grausamkeit war. Manche Strafen dienten der Schande, manche der Folter, manche dem Tod. Und jede erzählt etwas über die Gesellschaft, die sie erfand. Aber bevor wir beginnen, ein Versprechen. Wir erzählen nicht, um billig zu schockieren. Wir erzählen, um zu verstehen, warum die Menschen handelten, wie sie handelten, warum Priester nickten, warum Richter schwiegen, warum selbst Henker manchmal wegsahen. Und wenn du glaubst, du kennst die Geschichten vom Rad, vom Feuer, von der eisernen Jungfrau, dann bleib hier, denn hinter jeder Legende liegt eine Praxis. Hinter jeder Praxis eine Logik. Kalt, fremd, doch in sich geschlossen. Wir werden sie entwirren, Schicht für Schicht, Fall für Fall. Am Ende wirst du nicht nur wissen, wie man im Mittelalter bestrafte. Du wirst verstehen, warum. Stellst du dir die Frage, was hätten wir getan, wenn wir dort gelebt hätten? Dies ist keine leichte Reise. Aber es ist eine notwendige. Denn Geschichte wiederholt sich nicht. Aber sie reimt sich. Bleib bis zum Ende. Denn die letzte Strafe zeigt, wie schnell Recht zur Panik werden kann. Und wie dünn der Faden ist, auf dem jede Gesellschaft hängt. Bist du bereit? Dann beginnt unsere Reise. Mit Holz, mit Eisen, mit einem Rad, das nicht fährt, sondern richtet. Das Rad, ein Werkzeug der Reise, ein Symbol des Handels. Und doch, im Mittelalter, ein Werkzeug des Todes. Stell dir vor, ein weiter Platz vor den Toren der Stadt. Ein Holzpfahl steckt im Boden. Daneben liegt ein Wagenrad. Groß, schwer, eisern beschlagen. Die Menge sammelt sich. Männer, Frauen, Kinder. Alle wissen, was gleich geschieht. Und doch können sie nicht wegsehen. Das Rädern war eine der brutalsten Strafen. Nicht nur, weil es Knochen zerschmetterte, sondern weil es ein Schauspiel war. Ein Lehrstück, eine Botschaft, die man mit Schlägen in Fleisch und Holz schrieb. Warum gerade das Rad? Weil es jeder verstand. Ein Rad ist sichtbar, erhaben, universell. Es rollte sonst Waren über Straßen. Und jetzt rollte es über das Leben eines Menschen. Der Verurteilte wurde oft an einen Pfahl gebunden. Arme und Beine weit ausgestreckt. Der Henker nahm das Rad und ließ es niederfahren. Auf Arme, Beine, manchmal auf die Brust. Man hörte das Knacken, das Stöhnen. Ein Laut, den niemand vergaß.
Aber nicht immer bedeutete Rädern den sofortigen Tod. Manchmal brach man nur die Glieder, damit der Mensch bewegungsunfähig war. Dann band man ihn selbst ins Rad hinein, flechtete seinen Körper zwischen die Speichen und stellte dieses Rad auf. Weithin sichtbar, eine lebende Warnung. Ein Mensch als Mahnmal. Die Menschen der Stadt gingen daran vorbei. Tag für Tag. Manche spuckten, manche bekreuzigten sich. Manche sahen weg, schnell, als ob der Blick allein sie beschmutzen könnte. Doch alle verstanden die Botschaft. So hielt man Ordnung. War das gerecht? Im Mittelalter fragte kaum jemand so. Gerecht war, was den Frieden wahrte, was Nachbarn beruhigte, was den Rat vor Aufruhr schützte. Doch es gab Unterschiede. In manchen Städten bedeutete Rädern den Tod. In anderen war es nur eine Züchtigung, ein Schauspiel. Die Grausamkeit hing von der Zeit, vom Ort, vom Richter ab, von den Nerven der Menge. Und manchmal auch von der Münze, die jemand heimlich dem Schreiber zusteckte. Stell dir die Gesichter vor. Die Frau mit dem Kind im Arm, die nicht hinsehen will. Den Jungen, der trotz allem neugierig blinzelt. Den Händler, der erzählt, wie viele Kunden heute wegen der Strafe den Markt besuchen. Und den Henker. Sein Gesicht ausdruckslos, seine Hände geübt, seine Augen leer. Er war gefürchtet, doch unverzichtbar. Ohne Henker, keine Ordnung. Und der Verurteilte? Ein Mensch. Mit Geschichte. Mit Familie. Vielleicht ein Dieb. Vielleicht ein Aufrührer. Vielleicht unschuldig. Sein Schmerz war weniger wichtig als das Schauspiel. Denn das Rad diente weniger der Gerechtigkeit als der Erinnerung. Und Erinnerung war Macht. Die Kinder hörten nachts noch das Knarren des Holzes. Die Händler erzählten die Geschichte weiter. Von Stadt zu Stadt. Ein Delikt wurde zur Legende. Eine Strafe zur Marke. Heute sehen wir auf Bildschirme. Sicher. Fern. Distanziert. Damals stand man mitten im Staub. Spürte die Erde unter den Füßen. Roch Eisen und Schweiß. Man wusste, es ging nicht nur um den da vorne. Es ging um dich. Denn die Strafe sagte, auch du könntest der Nächste sein. Hätte es anders sein können? Ja, wenn die Stadt reich gewesen wäre. Reiche Städte bauten Mauern. Arme Städte bauten Strafen. Und Mauern waren auf Dauer billiger als Blut. Das Rad zeigt uns, wie sehr Strafe Teil der Gesellschaft war. Nicht versteckt in Gefängnissen, nicht verborgen hinter Mauern, sondern sichtbar, mitten im Leben. Ein öffentlicher Spiegel. Ein Spiegel der Angst. Wenn dich diese Geschichte fesselt, dann hilf uns, sie weiter zu erzählen. Abonniere jetzt Leben damals. Aktiviere die Glocke. Wir bauen diesen Kanal von Grund auf. Dein Abo entscheidet, ob der Algorithmus uns zeigt oder uns schweigen lässt. Schreib in die Kommentare. Team Geschichte, wenn du bis hierher geschaut hast. Doch bleib dran, denn das Rad war nur der Anfang. Wenn du glaubst, dies sei brutal gewesen, warte, bis du das nächste hörst. Ein Pfahl, hoch in den Himmel ragend. Fehlen, eine Strafe, die selbst Henker flüstern ließ. Fehlen, schon das Wort schneidet hart. Ein Pfahl, nackt, hart, spitz. Und ein Körper, der daran hochgezogen, hineingelassen, hindurchgetrieben wurde. Diese Strafe war nichts für Eilige. Sie war nicht nur töten. Sie war ein Schauspiel der Angst. Ein Schauspiel, das so grausam war, dass selbst Henker später darüber schwiegen. Stell dir einen Platz vor, mitten im Dorf oder vor den Mauern einer Stadt. Ein Pfahl, frisch geschlagen, ragt in den Himmel. Unten spitze Schreie, oben dunkle Wolken. Die Menge schaut. Männer halten ihre Kinder zurück. Frauen pressen Tücher vor den Mund. Und in der Mitte, einer, dessen Körper zum Werkzeug der Macht wird. Warum wählte man den Pfahl? Weil er sichtbar war, von weitem, für alle. Ein Mensch auf einem Rad. War schon schlimm, doch ein Körper, der aufgespießt wurde, der langsam hinaufsank oder hinaufgezogen wurde. Das schrieb sich ins Gedächtnis. Eine Botschaft, die keiner vergaß. Oft wurde der Verurteilte entkleidet. Die Hände gefesselt. Der Henker oder seine Gehilfen führten den Körper zum Pfahl. Manchmal setzte man ihn oben auf, manchmal ließ man ihn unten hineinrutschen. Langsam, qualvoll, Zentimeter für Zentimeter. Es konnte Stunden dauern, bis der Tod kam, manchmal sogar Tage. Die Chronisten berichten, ein Mann konnte schreien, beten, fluchen, Stimme brach, bis der Atem still wurde. Und die Menge? Sie sah zu, manche angewidert, manche schadenfroh, manche mit dem Gefühl, gut, dass es nicht ich bin. Doch Fehlen war nicht nur eine Strafe für Diebe oder Räuber. Oft nutzte man es gegen Verräter, gegen Spione, gegen Menschen, die als besonders gefährlich galten. Denn die Botschaft war klar, wer sich gegen uns stellt, endet nicht nur tot, er endet sichtbar, öffentlich, für alle. Das Fehlen war auch ein politisches Werkzeug. Herrscher, die Macht zeigen wollten,
griffen zu dieser Strafe. Sie machten daraus ein Ritual, eine Demonstration. Und je grausamer, desto stärker schien ihre Autorität. Ein König, ein Fürst, ein Stadtrat, sie alle wussten, Angst ist billiger als Armeen. Doch die Grausamkeit hatte auch eine Kehrseite. Manchmal drehte sich die Stimmung der Menge. Manchmal war es zu viel. Die Schreie wurden zu lang, der Anblick zu schwer. Und dann begann man zu flüstern. Ist das noch Recht? Oder nur Grausamkeit? Aber im Mittelalter gab es selten ein Mitleid, das stärker war als die Angst. Denn wer zu laut kritisierte, konnte eines Tages selbst auf einem Pfahl enden. Die Symbolik war gewaltig. Ein Pfahl, der in den Himmel ragte, war wie ein Zeichen. Wir beherrschen nicht nur die Erde, wir beherrschen auch dich. Der Körper des Verurteilten wurde zum Teil der Landschaft. Ein lebender Galgen, ein Mahnmal aus Fleisch und Holz. Und doch, man muss verstehen, für die Menschen jener Zeit war das nicht einfach Sadismus. Es war Logik, ohne Gefängnisse, ohne systematische Haft, war die Strafe die einzige Sprache. Die Macht sprach, und der Pfahl war die lauteste dieser Sprachen. Heute sehen wir zurück und erschaudern. Damals nickten viele, weil sie dachten, nur so bleibt Ordnung. Und so blieb das Pfählen in den Chroniken, als die grausamste aller Strafen. Eine Strafe, die das Herz lähmte, die Zungen verstummen ließ, für ihr Leben prägte. Wenn du glaubst, das sei das Schlimmste, warte, bis du hörst, was kam, wenn man jemanden nicht tötete, sondern ihn lebendig, beschämt, hilflos mitten unter den Leuten ausstellte. Der Pranger, keine Klinge, kein Feuer, kein Blut. Und doch, für viele eine der grausamsten Strafen. Denn der Pranger tötete nicht den Körper. Er tötete die Würde. Und manchmal war das schlimmer. Stell dir eine Stadt vor. Geschäftig, voller Händler, Bauern, Kinder. Mittendrin steht ein steinerner Block oder ein hölzernes Gestell. Oben Eisenringe, der eines Menschen. Gefesselt, unbeweglich, sein Gesicht ausgestellt. Für alle sichtbar, für alle Spötter. Der Pranger war die Bühne der Schande. Wer hier stand, war kein Fremder. Es war dein Nachbar, dein Bäcker, dein Cousin. Und genau das machte es so grausam. Ein Diebstahl, ein falsches Wort, Ehebruch, Schulden, alles konnte dich hierher bringen. Nicht zum Tod, sondern zum Gespött. Und im Mittelalter war Gespött fast schlimmer als der Tod. Denn der Tod endete, die Schande blieb. Die Leute kamen vorbei, lachten, verspotteten, warfen manchmal sogar Abfälle. Kinder spuckten, Alte murmelten Flüche. Und du standest da, Stunden, manchmal Tage. Die Sonne brannte, der Regen durchnässte dich. Und immerzu die Blicke, das Urteil der anderen. Der Pranger war kein Gerichtssaal, er war ein Spiegel. Ein Spiegel, in dem die Gesellschaft sich selbst betrachtete. So wollen wir nicht sein, sagte man, indem man auf dich zeigte. Aber was machte diese Strafe so wirksam? Es war die Nähe. Gefängnisse trennten Menschen von der Gemeinschaft. Der Pranger aber stellte dich mitten hinein. Er zwang alle, dich zu sehen. Und er zwang dich, alle anzusehen. Es war eine Strafe der Augen. Und Augen sind gnadenlos. Manchmal wurden sogar Schilder angebracht. Diebin, Lügner, Ehebrecher. Ein Wort genügte, um dein Leben zu zerbrechen. Nicht, weil du Schmerzen hattest, Bindestrich, sondern weil niemand dir wieder vertraute. Und stell dir vor, am nächsten Tag musstest du zurück in dein Dorf, in deine Straße. Alle hatten dich gesehen. Alle hatten gelacht. Wie gehst du dann zum Markt? Du Brot, wie schaust du deinen Nachbarn in die Augen? Der Pranger tötete selten, aber er konnte ein Leben zerstören. Langsamer, leiser, endgültiger. Manche Historiker sagen, der Pranger war das soziale Todesurteil. Dein Körper lebte, doch dein Ruf starb. Und im Mittelalter war der Ruf alles. Heute würden wir sagen, das ist öffentliches Shaming. Soziale Medien kennen ähnliche Mechanismen. Ein Fehler, ein Bild, ein Kommentar. Und schon urteilen Tausende. Ohne Prozess, ohne Gnade. Der Pranger war das mittelalterliche Facebook. Bindestrich, nur ohne, gefällt mir. Aber es gibt auch eine andere Seite. Manche Städte nutzten den Pranger als Chance. Nach der Schande konnte jemand zurückkehren. Nicht wie beim Tod, nicht wie beim Rat. Es gab eine Zukunft. Bindestrich, wenn auch eine beschmutzte. Und das war die grausame Gnade. Man ließ dich leben, aber man nahm dir dein Ansehen. Heute, wenn du das hörst, frag dich, was wäre dir schlimmer? Bindestrich, ein schneller Tod? Oder ein Leben, das alle mit Fingern zeigen? Und genau jetzt, wo wir diese Geschichten lebendig machen. Denk daran, wir sind ein neuer Kanal. Wenn du mehr solcher Reisen erleben willst, abonniere Leben damals. Dein Abo gibt uns die Kraft, diese Stimmen weiterzutragen. Denn sonst schweigen sie. Der Pranger zeigt,
Wie sehr Strafe nicht nur den Körper, sondern das soziale Netz traf. Er machte klar, du bist nicht nur ein Einzelner. Du bist Teil der Gemeinschaft. Bindestrich. Und wenn du fällst, fällst du vor allen. Doch wenn du denkst, das sei schon das Ende der Würde, dann warte, denn manche Strafen spielten nicht nur mit deinem Ruf, sondern mit deinem Fleisch, Bindestrich, mit deinem Blut, mit Eisen, das zärtlich tat, aber tödlich war. Die eiserne Jungfrau, schon der Name klingt wie ein Märchen, Bindestrich, wie ein dunkles, grausames Märchen, ein Sarg aus Metall, Bindestrich, eine Frauengestalt, hoch aufragend, mit kaltem Gesicht, die Arme starr, der Blick leer, doch im Innern warteten Dornen, scharf, unbarmherzig, bereit, jeden zu umschließen. War sie echt, oder nur Legende? Darüber streiten Historiker bis heute. Doch eins ist klar, die eiserne Jungfrau wurde Symbol für mittelalterliche Grausamkeit. Ob sie in dieser Form wirklich benutzt wurde oder erst später in Chroniken übertrieben auftauchte. Die Vorstellung allein reichte, um Schrecken zu verbreiten. Stell dir vor, ein Mensch steht vor diesem eisernen Sarg. Die Menge hält den Atem an. Der Henker öffnet langsam die schwere Tür. Es knarrt, Eisen auf Eisen. Im Innern, Stacheln, sorgfältig angeordnet. Nicht, um sofort zu töten, sondern um langsam zu quälen. Das Opfer wurde hineingestellt, aufrecht. Die Tür schlug zu. Und die Stacheln bohrten sich in Haut, in Fleisch. Nicht tief genug, um sofort den Tod zu bringen, aber tief genug, um den Körper in ein Gefängnis aus Schmerz zu verwandeln. Manche Stacheln zielten bewusst auf empfindliche Stellen. Die Augen, die Schultern, den Bauch. Jeder Atemzug rieb die Wunden. Jede Bewegung war Folter. Und draußen? Die Menge wartete. Man hörte Schreie durch das Eisen. Dumpf, erst laut, dann schwächer, bis irgendwann nur noch Stille blieb. Doch war die eiserne Jungfrau wirklich ein Werkzeug des Mittelalters? Oder eine spätere Erfindung, um die dunkle Zeit noch dunkler wirken zu lassen? Viele Historiker glauben, die eiserne Jungfrau, wie wir sie kennen, entstand erst in der frühen Neuzeit. Man kombinierte ältere Erzählungen von Särgen, Käfigen, Spießen und erschuf daraus ein Schreckensbild, das perfekt in die Fantasie passte. Aber ob real oder nicht, für die Menschen, die diese Geschichten hörten, war es wahr genug. Und genau das zeigt die Macht von Symbolen. Denn im Mittelalter war nicht nur die Strafe selbst gefürchtet, es war auch die Vorstellung. Das Bild im Kopf. Angst lebt nicht nur von Blut, sondern von Fantasie. Die eiserne Jungfrau wurde zur Verkörperung dieser Fantasie. Eine Figur, halb Frau, halb Maschine, ein Umriss, der an Heiligkeit erinnerte und doch nichts anderes als Tod versprach. Vielleicht stand sie nie wirklich in Kerkern, aber sie stand in den Köpfen. Und dort wirkte sie stärker als jedes echte Eisen. Heute sehen wir Bilder in Museen, Rekonstruktionen, Nachbildungen. Wir lesen in Chroniken, wie jemand in einer eisernen Jungfrau geendet haben soll. War es Propaganda? War es Wahrheit? Die Grenze verschwimmt. Aber die Frage bleibt, muss eine Strafe real gewesen sein, um Schrecken zu verbreiten? Oder reicht schon die Furcht vor ihr? In einer Welt, in der Geschichten stärker waren als Schrift, war vielleicht genau das der Punkt. Man brauchte nicht immer die Tat. Es reichte, dass Menschen glaubten, die Tat sei möglich. Und so wurde die eiserne Jungfrau mehr als ein Folterinstrument. Sie wurde Mythos. Ein Mythos, der noch heute in unserem Sprachgebrauch lebt. Wie in einer eisernen Jungfrau gefangen, sagt man noch heute, wenn man Enge und Schmerz beschreiben will. Stell dir nun die Situation damals vor. Ein Bauer hörte von dieser Maschine. Ein Händler erzählte sie auf dem Markt. Ein Priester warnte von der Kanzel. Seht, was denen geschieht, die sich gegen das Gesetz stellen. Schon allein die Vorstellung konnte Menschen gehorsam machen. Denn was ist stärker, ein Henker mit Schwert? Oder eine Geschichte, die sich durch alle Straßen verbreitet? Die eiserne Jungfrau war beides. Vielleicht Mythos, vielleicht Realität. Doch in jedem Fall eine Waffe der Macht. Und sie bereitet uns vor auf das, was kommt. Denn wenn der Mythos so erschreckend war, wie furchtbar muss es gewesen sein, wenn die Strafe wirklich aus Fleisch und Feuer bestand? Verbrennung, Feuer, Holz, Rauch. Eine Strafe, die so tief in unserer Erinnerung eingebrannt ist, dass sie das Bild des Mittelalters bis heute prägt. Das Feuer, es reinigt, sagten die Priester. Es vernichtet, sagten die Menschen. Es brennt, sagten die Opfer. Die Verbrennung war nicht nur eine Hinrichtung. Sie war ein Ritual. Ein religiöses, ein politisches, ein soziales Schauspiel. Stell dir den Platz vor. Mitten in der Stadt, aufgerichtet ein Holzstoß. Darauf gebunden, ein Mensch. Die Hände festgebunden, die Kleidung oft schon beschmiert mit Pech. Um ihn herum, Männer mit Fackeln.
Frauen mit Kindern, Mönche mit Psalmen, und in der Luft, das Warten, das Schweigen, der Atem einer ganzen Stadt. Dann das Zischen, die erste Flamme. Sie kriecht über das Holz, leckt an den Beinen des Verurteilten. Der Rauch steigt, das Feuer wächst. Die Schreie beginnen, die Menschen sehen zu. Manche beten, manche jubeln, manche weinen. Doch keiner kann wegsehen, denn das Feuer sprach lauter als jedes Wort. Warum gerade Verbrennung? Weil sie sichtbar war, gewaltig, endgültig. Ein Körper konnte entkommen, ein Gefängnis konnte zerbrechen, ein Rad konnte stillstehen. Aber Feuer ließ nichts zurück als Asche. Und das war der Punkt. Die Asche konnte man verstreuen. Kein Grab, kein Kreuz, keine Erinnerung. Der Mensch verschwand, als hätte er nie existiert. Das Feuer löschte nicht nur das Leben, es löschte auch die Spuren. Besonders oft wurde die Verbrennung gegen Ketzer und Hexen eingesetzt. Denn das Feuer galt als reinigend. Die Flamme sollte die Seele von Schuld befreien, während sie den Körper zerstörte. Ein grausamer Widerspruch, doch für die Menschen damals eine Logik. Hexenprozesse endeten fast immer im Feuer. Nicht weil die Schuld bewiesen war, sondern weil das Feuer das Publikum überzeugte. Wenn die Flammen loderten, wenn die Schreie durch die Nacht hallten, dann war jeder Zweifel überflüssig. Das Feuer hatte gesprochen, aber die Verbrennung war auch Politik. Herrscher nutzten sie, um Macht zu zeigen. Eine öffentliche Flamme sagte: Wir dulden keine Abweichung, keine Ketzerei, keine Gefahr. Es war Einschüchterung, eine Flamme, die weit über den Marktplatz hinaus leuchtete. Für die Opfer war es der schlimmste aller Tode. Die Hitze, die Luft, die sich in Rauch verwandelte. Manche starben schnell, erstickt durch die Glut. Andere kämpften minutenlang, schrien, rangen um Atem. Jede Sekunde ein Schmerz, der für die Menge hörbar war. Chroniken erzählen, manche Städte banden die Opfer höher, damit alle sie sehen konnten. Manche schütteten Öl oder Pech, um das Feuer schneller, heller, größer zu machen. Es war nicht nur Strafe, es war Inszenierung. Und doch, manchmal gab es Mitleid. Manche Henker banden einen Sack Schießpulver um den Hals des Opfers. Eine Gnade, wenn man es so nennen will. Denn die Explosion tötete schneller, bevor das Feuer den Rest tat. Aber nicht überall gab es diese Gnade. Die Verbrennung war ein Spektakel. Und Spektakel brauchen Zuschauer. Die Menschen kamen in Scharen. Nicht nur aus der Stadt, auch aus umliegenden Dörfern. Es war Fest und Strafe zugleich. Kinder aßen Brot, Händler verkauften Getränke, während ein Mensch verbrannte. Und so mischte sich Alltag mit Grauen. Das machte das Feuer noch grausamer. Denn es war nicht fern, es war mitten im Leben. Heute sehen wir Bilder von brennenden Scheiterhaufen. Wir lesen von Hexenverbrennungen. Und wir erschauern. Doch damals nickte man. Denn das Feuer hielt Ordnung. So glaubten sie. Aber das Feuer fraß nicht nur Körper. Es fraß Vertrauen. Es fraß Gemeinschaft. Wenn Nachbarn einander beschuldigten, wenn Freunde plötzlich Zeugen wurden, dann brannte nicht nur Holz. Dann brannte das Dorf selbst. Und genau das ist der wahre Schrecken der Verbrennung. Nicht die Flamme allein, sondern die Angst, die sie schuf. Die Angst, dass jeder dein Ankläger sein könnte. Dass ein Gerücht, ein Blick, ein Traum ausreichte, um dich zum Holzstoß zu bringen. Feuer ist gierig. Es nimmt, was man ihm gibt. Und die Gesellschaft gab ihm nicht nur Holz, sondern auch Menschen. Wenn du also glaubst, das Feuer sei das Ende, dann hast du nur die Hälfte gesehen. Denn bevor das Feuer kam, gab es die Folter, die Fragen, die Prüfungen, das Wasser, das angeblich die Wahrheit sprach. Hexenfolter, Wasserprobe, schon die Worte riechen nach Angst, nach Rauch, nach Panik. Das Mittelalter fürchtete vieles. Krankheiten, Hunger, Krieg. Aber nichts schien so unheimlich wie die Vorstellung, dass eine Hexe mitten unter ihnen lebte. Hexen, Frauen, manchmal Männer, die angeblich mit dunklen Kräften im Bund standen, die Kühe krank machten, die Ernten verdarben, die Kinder verzauberten. Manchmal genügte ein Blick, ein Traum, ein Gerücht, und plötzlich stand jemand im Verdacht. Doch wie beweist man Hexerei? Es gab keine Beweise, keine Logik. Es gab nur Angst und Folter. Die Hexenfolter war eine Maschinerie der Verzweiflung. Schrauben, Streckbänke, glühendes Eisen. Man presste Geständnisse heraus, bis die Zunge brach. Denn ein Geständnis war das Einzige, was die Richter hören wollten. Stell dir die Szene vor. Eine Frau wird in den Kerker gebracht, Fesseln an Händen und Füßen. Die Richter sitzen oben, streng, schweigend. Unten der Henker, mit Werkzeugen, sauber geordnet. Die Frau sagt: Ich bin unschuldig. Aber niemand hört zu, denn das Urteil steht schon. Die Folter beginnt. Räder drehen, Seile spannen, die Knochen knacken, die Haut reißt, Schreie hallen durch die Mauern. Und irgendwann,
flüstert die Frau, ja, ich habe getanzt mit dem Teufel. Nicht weil es wahr ist, sondern weil der Schmerz keine andere Antwort zulässt. Und hier liegt der Wahnsinn. Ein Geständnis, unter Schmerzen erzwungen, wurde als Beweis genommen. Ein Teufelskreis, ein System, das sich selbst bestätigte. Doch nicht immer reichte die Folter. Manchmal wollte man die Natur befragen. Und so kam die Wasserprobe. Die Logik klingt heute absurd. Wasser ist rein, es stößt das Böse ab. Also warf man die Verdächtige ins Wasser. Ging sie unter, war sie unschuldig. Schwamm sie oben, war sie eine Hexe. Eine tödliche Logik. Denn wer unterging, ertrank oft. Und wer oben blieb, wurde verbrannt. Ein Spiel ohne Ausgang. Chronisten berichten, dass ganze Dörfer zu diesen Prüfungen kamen. Die Menschen standen am Ufer, starrten auf das Wasser. Ein Körper kämpfte, strampelte, sank. Und die Menge nickte. Seht, das ist der Wille Gottes. Aber war es wirklich Glaube? Oder nur die Angst, selbst verdächtig zu werden? Denn wer sich weigerte, gegen die Hexe zu sprechen, riskierte, selbst auf der Anklagebank zu landen. So brannte das Feuer nicht nur auf den Scheiterhaufen. Es brannte in den Köpfen, in den Herzen. Misstrauen fraß Freundschaften. Verdacht zerbrach Familien. Eine Gesellschaft, die Hexen jagt am Ende sich selbst. Heute fragen wir, wie konnte das passieren? Wie konnten Menschen glauben, Wasser oder Feuer würden Wahrheit sprechen? Die Antwort ist unbequem, denn Angst macht blind. Und wenn Angst groß genug ist, dann klingt jede Logik plausibel. Hexenprozesse sind ein Beispiel dafür. Wie Macht Angst benutzt? Richter, Priester, Stadträte, sie alle nutzten die Panik, um Kontrolle zu sichern. Denn wer Angst hat, fragt nicht nach Gerechtigkeit, er gehorcht. Und genau hier, wenn wir uns in diese Geschichten vertiefen, denk daran, wir sind ein neuer Kanal. Wenn du diese Stimmen hörbar machen willst, abonniere Leben damals, jetzt. Dein Abo entscheidet, ob wir diese Reise weiterführen können. Zurück ins Mittelalter. Manche Städte führten eigene Methoden ein. Nadeln, mit denen man nach dem Teufelsmal suchte. Wunden, die angeblich nicht bluten sollten. Oder stundenlange Verhöre, begleitet von Glockengeläut, bis der Geist brach. Die Opfer waren oft Frauen. Alleinstehend, arm, anders. Die Gesellschaft brauchte Sündenböcke. Und Hexen boten sich an. Doch nicht nur Frauen, auch Männer wurden beschuldigt. Heiler, die mit Kräutern arbeiteten. Außenseiter, die zu viel wussten. Die Grenze zwischen Wissen und Hexerei war schmal. Und so starben viele, unschuldig, wehrlos, verbrannt im Namen der Reinheit. Aber das vielleicht Schlimmste war, die Folter hörte nicht auf, wenn die Flammen erloschen, die Angst blieb, Bindestrich, die Gemeinschaft blieb zerbrochen, denn jeder wusste, morgen könnte mein Name geflüstert werden. Und so lebt die Hexenangst weiter. Nicht in unseren Körpern, sondern in unseren Köpfen, als Mahnung, wie gefährlich Furcht sein kann, wenn sie Gesetz wird, wenn du glaubst, das war schon das Ende. Warte, denn die nächste Strafe wirkte so alltäglich, so banal, und doch beendete sie unzählige Leben. Hängen, das Seil, der Knoten, der Galgen. Eine Strafe, so schlicht, so alltäglich, und doch tödlich. Im Gegensatz zu Rad, Feuer oder Pfahl brauchte man hier keine aufwendigen Vorbereitungen. Nur Holz, ein Balken, ein Strick und ein Körper, der im Wind baumelte. Hängen war die praktische Strafe des Mittelalters. Schnell, billig, verständlich. Ein Bild, das sich jedem einprägte. Stell dir einen Hügel vor den Toren der Stadt. Ein Galgen steht dort, sichtbar für Reisende, Händler, Bauern. Schon von weitem erkennt man die Silhouette. Und vielleicht auch den Körper, der daran hängt. Es war ein Warnzeichen. Hier herrscht Recht, hier herrscht Ordnung. Der Galgen sprach für die Stadt, ohne dass ein Richter anwesend war. Das Ritual des Hängens konnte variieren. Manche Städte bauten feste Galgen, aus Stein oder Holz, die jahrelang blieben. Andere errichteten provisorische Balken, wenn jemand bestraft werden sollte. Aber die Botschaft war immer dieselbe. Das Seil war das Ende aller Geschichten. Für die Verurteilten war das Hängen oft ein qualvoller Tod. Nicht sofort, denn das Genick brach nur, wenn der Strick perfekt geknotet und die Höhe genau berechnet war. Meistens aber langsames Ersticken. Ein Kampf um Atem, minutenlang, das Zucken der Beine, das Röcheln der Kehle, das Schweigen danach. Die Menge sah zu, sie nickte, sie murmelte, sie ging weiter, denn Hängen war alltäglich. So alltäglich, dass es fast banal wirkte. Doch gerade das machte es so erschreckend, denn es zeigte, Gewalt war normal. Ein Galgen gehörte zum Stadtbild wie ein Brunnen oder ein Tor. Manchmal ließ man die Körper tagelang hängen. Vögel fraßen an ihnen, die Sonne trocknete sie.
Ein makabres Mahnmal, ein Symbol, das sagte, vergesst nicht, wer hier herrscht. Und dennoch, Hängen war nicht nur Strafe für Verbrecher. Es war auch Strafe für politische Gegner, für Rebellen, für Verräter. Das Seil machte keinen Unterschied zwischen Dieb und Aufrührer. Heute klingt es barbarisch. Damals war es Ordnung. Weil es schnell war. Weil es billig war. Weil es Wirkung zeigte. Doch stell dir die Gesichter vor. Eine Mutter, deren Sohn am Strick hängt. Ein Kind, das fragt, warum zappelt er so? Ein Bauer, der denkt, wenn ich morgen stehle, werde ich dort hängen. So funktionierte die Logik. Angst als Abschreckung, der Tod als öffentliche Botschaft. Aber auch hier gab es Unterschiede. Manche Richter gewährten Gnade. Ein schneller Ruck, ein sauberer Knoten, dann war der Tod fast sofort. Andere ließen die Opfer langsam ersticken. Es hing vom Henker ab, von der Stadt, vom Zufall. Und so schwankte das Hängen zwischen praktischer Strafe und qualvoller Tortur. Heute, wenn wir Bilder von Galgen sehen, denken wir an Endgültigkeit. Im Mittelalter dachte man an Ordnung. Denn der Galgen war weniger Grab als Grenze. Er trennte die dazugehören, von denen, die ausgeschlossen waren. Er sagte, dies ist Gemeinschaft. Und das bist nicht du. Das Seil war mehr als nur Werkzeug. Es war Sprache. Eine Sprache, die jeder verstand. Und vielleicht liegt genau darin das Grauen. Dass etwas so Einfaches, so mächtig war. Doch wenn du glaubst, der Galgen sei schon das Ende aller Schrecken, dann warte. Denn das Mittelalter kannte Strafen, die noch tiefer ins Fleisch griffen. Die nicht nur töteten, sondern Körper in Stücke rissen. Zerstückelung. Ein Wort, das schon beim Hören zerreißt. Ein Körper, geteilt, ein Leben, auseinandergerissen. Während Hängen schnell und praktisch war Zerstückelung das Gegenteil. Langsam, spektakulär, brutal. Es war die Strafe für Hochverrat. Für die schlimmsten Verbrechen. Nicht nur Tod, sondern Vernichtung. Ein Körper sollte nicht einfach sterben. Er sollte verschwinden. In Teilen, als Mahnung. Stell dir den Platz vor. Der Verurteilte wird herausgeführt. Hände und Füße gefesselt. Die Menge tobt. Kinder klettern auf Zäune, um besser zu sehen. Oben der Richter, der das Urteil spricht. Und unten der Henker, mit Axt, Seil, Pferden. Zerstückelung konnte viele Formen haben. Manchmal wurde der Körper mit Schwertern oder Äxten geteilt. Manchmal band man Arme und Beine an Pferde und ließ sie auseinanderstürmen. Ein Spektakel, das nicht nur tötete, sondern auch zeigte, niemand ist größer als das Gesetz. Die Glieder des Körpers wurden oft an den Toren der Stadt aufgehängt. Ein Arm hier, ein Bein dort, der Kopf auf einer Pike. Die Stadt wurde zum Friedhof aus Fleisch. Ein makabres Signal. So endet der Verrat. Es war nicht nur Strafe. Es war Theater. Ein Theater, das mit Blut schrie. Und wie reagierte die Menge? Sie schrie, sie jubelte. Manche wandten sich ab. Doch alle spürten, hier geschieht etwas Endgültiges. Für die Familie des Verurteilten war es die größte Schande. Kein Leichnam zum Begraben, kein Ort zum Trauern, nur Teile, fremde Hände, die über das Schicksal des Körpers entschieden. Und das war der Kern. Zerstückelung nahm nicht nur das Leben, sie nahm auch die Erinnerung. Sie machte den Menschen zu etwas weniger als menschlich. Heute erscheint uns das barbarisch. Damals war es Logik, denn je grausamer das Ende, desto stärker die Warnung. Ein einfacher Tod hätte nicht gereicht. Aber ein zerstückelter Körper sprach Jahrhunderte. Es gibt Berichte von Herrschern, die solche Strafen bewusst inszenierten. Mit Musik, mit Trommeln, mit Ansagen. Die Zerstückelung wurde zur öffentlichen Lektion. Doch stell dir den Moment selbst vor. Das Knacken der Knochen, das Schreien, das im Husten endete. Die Pferde, die sich bäumten. Der Henker, der schwitzte. Und die Menge, die alles aufsog. War es Gerechtigkeit? Oder nur ein Ventil für die Wut der Gesellschaft? Vielleicht beides, aber egal, wie man es sah, die Botschaft war klar. Verrat zerstört nicht nur dich. Er zerstört auch deinen Körper, deinen Namen, dein Andenken. Und genau deshalb blieb diese Strafe in Erinnerung. Nicht, weil sie oft angewandt wurde, sie war selten, sondern weil sie so gewaltig war. Wenn sie kam, ein einziger Fall reichte, um ganze Generationen zu prägen. Doch wenn du denkst, das sei schon der Gipfel der Grausamkeit, dann hast du noch nicht das Schlimmste gesehen. Denn die nächste Strafe war nicht nur für den Körper. Sie spielte mit der Seele selbst. Eine Strafe der höchsten Grausamkeit. So nannten die Chronisten das, was nun kommt. Eine Strafe, die nicht nur den Körper, sondern auch die Seele traf. Denn im Mittelalter fürchtete man nicht nur den Tod. Man fürchtete das danach. Den Verlust der Erlösung. Die Ewigkeit in Qual. Und genau damit spielte diese Strafe.
Stell dir einen Mann vor. Gefesselt, gezeichnet von Folter. Er weiß, dass er sterben wird. Doch schlimmer als der Tod ist die Aussicht. Er soll ohne Segen sterben. Ohne Beichte. Ohne letzte Ölung. Im Mittelalter war das größte Grauen. Denn wer ohne Sakrament starb, galt als verloren. Kein Himmel, kein Paradies. Nur Verdammnis. Die höchste Grausamkeit bestand also nicht nur in Schmerzen. Sie bestand im Entzug der Hoffnung. Man band den Verurteilten an den Rand eines Grabens. Oder man warf ihn in eine Grube. Halb tot, halb lebendig. Kein Priester durfte kommen. Kein Kreuz, kein Gebet. Manchmal ließ man die Körper anbestattet. Die Seele, so glaubte man, fand keine Ruhe. Es war eine Strafe, die über den Tod hinausreichte. Die Leute sahen zu und flüsterten: Er wird nie Ruhe finden. Und in dieser Vorstellung lag eine Grausamkeit, die selbst Feuer oder Rad übertraf. Denn Schmerzen enden. Aber Verdammnis ist ewig. Besonders bei Ketzern wandte man diese Strafe an. Ihre Leiber wurden verbrannt, ihre Asche verstreut. Kein Grabstein, kein Name. Man löschte nicht nur den Menschen, sondern auch seine Erinnerung. Das war mehr als Strafe. Es war Auslöschung. Und für die Menschen jener Zeit war das schlimmer als jede Folter. Denn ohne Erinnerung bist du nie gewesen. Vielleicht fragst du dich, warum fürchtete man das so sehr? Die Antwort liegt im Glauben. Das Mittelalter war durchdrungen von Religion. Jeder Schritt, jeder Gedanke war eingebettet in Himmel und Hölle. Und wenn dir beides genommen wurde, blieb nur das Nichts. Ein Henker konnte den Körper töten. Aber diese Strafe tötete die Seele. Und so nannten Chronisten sie die höchste Grausamkeit. Heute erscheint uns das fremd. Doch vergiss nicht, auch unsere Welt hat ihre Ängste. Und gerade deshalb, wenn du tiefer eintauchen willst in diese vergessenen Geschichten, abonniere jetzt Leben damals. Nur so bleibt diese Reise lebendig. Zurück ins Mittelalter. Ein Mensch, der so starb, war nicht nur tot, er war gelöscht. Aus der Welt, aus den Herzen, aus der Geschichte. Und vielleicht ist das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Nicht ihn zu töten, sondern ihn unsichtbar zu machen. Doch selbst diese Strafe war nicht das Ende, denn am Schluss wartete noch das letzte Urteil. Ein Urteil, das größer war als jedes Gericht. Größer als jeder König. Und das keinen entkommen ließ. Das letzte Urteil. Kein Galgen, kein Feuer, kein Rad, sondern etwas Größeres. Etwas, das über Könige und Richter hinausging. Im Mittelalter glaubte man fest: Am Ende jedes Lebens wartet ein Gericht. Nicht das der Menschen, sondern das Gottes. Und dieses Urteil war endgültig. Kein Einspruch, keine Flucht, keine Gnade, außer der göttlichen. Stell dir vor, wie ein Mensch am Galgen hing, am Rad zerbrach, im Feuer verbrannte. Für die Menge war es vorbei. Für die Familie war es vorbei. Aber für den Glauben begann es erst, denn die Seele stand vor Gott. Und dort zählten keine Ausreden, keine Reichtümer, keine Titel, kein Stand, nur Taten, nur Schuld, nur Reue. Das machte Strafen im Mittelalter doppelt wirksam, denn nicht nur das Diesseits war betroffen. Auch das Jenseits stand auf dem Spiel. Ein Herrscher konnte dich richten, ein Henker konnte dich töten, doch Gott konnte dich verdammen. Für immer. Darum baten viele Verurteilte vor ihrer Hinrichtung um die Beichte. Ein letztes Gebet, ein Kreuzzeichen, eine Hoffnung. Manche Richter gewährten es, andere verweigerten es bewusst. Und genau das machte Strafen wie die höchste Grausamkeit so schrecklich. Sie nahmen dir die letzte Chance. Das letzte Urteil war die große Klammer, die über allen Strafen stand. Denn egal, wie grausam Menschen sein konnten, am Ende, so glaubte man, war es Gott, der entschied. War das Trost oder Bedrohung? Vielleicht beides. Für die Gläubigen war es Hoffnung. Für die Verurteilten war es Angst. Für die Gesellschaft war es Ordnung. Denn der Gedanke, dass niemand entkommt, nicht einmal der König, schuf eine Form von Gerechtigkeit, die Menschen allein nicht herstellen konnten. Aber denkt darüber nach, wie viel von dieser Ordnung war Glaube und wie viel war Macht, die den Glauben benutzte? Denn wenn ein Priester sagte, Gott richtet dich, war das auch eine Botschaft der Kirche. Eine Botschaft, die Macht gab, über Leben, über Tod, über die Ewigkeit. Und so wurde das letzte Urteil zu einer unsichtbaren Strafe. Jeder Mensch trug sie in sich. Jede Tat, jedes Wort konnte eines Tages vor Gott wiederkehren. Vielleicht war genau das die grausamste aller Strafen. Nicht zu wissen, nicht zu wissen, wo du endest. Heute, wenn wir zurückblicken, sehen wir Feuer, Galgen, Rad, Folter. Aber für die Menschen damals war das nur die Hälfte. Die wahre Angst begann danach. Das letzte Urteil erinnert uns. Strafen enden. Der Tod endet. Doch der Gedanke an Ewigkeit endet nie.
Und damit kommen wir ans Ende dieser Reise. Wir haben 10 Strafen gesehen. 10 Spiegel einer Zeit, die dunkel war und doch leuchtete im Feuer der Angst. Wir haben Menschen schreien hören. Bindestrich. Wir haben Städte gesehen, die ihre Ordnung mit Blut schrieben. Und wir haben gespürt, wie dünn die Grenze zwischen Recht und Grausamkeit war. Jetzt frage ich dich, welche dieser Strafen hat dich am meisten erschüttert? War es das Rad, der Pfahl, das Feuer oder die Angst vor dem Jenseits? Schreib es in die Kommentare. Und vergiss nicht, dies war nur ein Kapitel unserer Reise. Wenn du mehr sehen willst, wenn du tiefer eintauchen willst in das Leben des Mittelalters, abonniere jetzt unseren Kanal Leben damals. Dein Klick entscheidet, ob wir wachsen, ob diese Geschichten weiter erzählt werden. Und wenn du mehr über den Alltag erfahren willst, nicht nur Strafen, sondern Essen, Liebe, Arbeit, Kinder, schau in unsere Playlist Alltag im Mittelalter. Dort geht die Reise weiter. Dies war das letzte Urteil. Doch nicht das letzte Video. Bis zum nächsten Mal. Und vergiss nicht, Geschichte lebt nur, wenn wir sie erzählen.